Du startest deinen PC und plötzlich steht da CMOS Checksum Error oder bei jedem Mal starten musst du zuerst ins BIOS und da stimmt schon wieder die Uhrzeit und das Datum nicht. Oder die Lüfterkurven sind verstellt. Klingt nach einem kaputten Mainboard? Ist es nicht. Dahinter steckt eine leere Knopfzelle, die du in 5 Minuten selbst wechseln kannst. Das zeige ich dir jetzt, Schritt für Schritt. Bevor wir die Batterie wechseln, zeige ich dir alle typischen Fehler, damit du sicher bist, dass es wirklich die Batterie ist. Das häufigste Symptom: falsche Systemuhrzeit. Nach jedem Herunterfahren springt Datum und Uhrzeit zurück. Das passiert, sobald der PC komplett vom Strom getrennt war. Dann der Klassiker CMOS Checksum Error oder CMOS Battery Low. Diese Meldung erscheint direkt nach dem Einschalten, noch bevor Windows startet. Im Extremfall verweigert der PC sogar komplett den Start oder verlangt, dass du jedes Mal die BIOS-Einstellung per Tastendruck neu bestätigst. Alle diese Symptome haben eines gemeinsam: Das Mainboard kann im ausgeschalteten Zustand keine Daten mehr speichern und genau dafür ist die BIOS-Batterie zuständig. Kurzer technischer Hintergrund, ohne Fachchinesisch: Das Mainboard hat einen kleinen Speicherchip, den sogenannten CMOS. Dort sind grundlegende Einstellungen gespeichert: Datum, Uhrzeit, Bootreihenfolge, Lüfterkurven und so weiter. Dieser Speicher braucht Strom, um die Daten zu behalten, auch wenn der PC ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist. Dafür sorgt eine kleine Knopfzelle vom Typ CR2032. Ist die Batterie leer, verliert das Mainboard sein Gedächtnis. Die Symptome sind dieselben wie bei einem BIOS-Reset, nur dass sie jedes Mal auftreten, sobald der Strom weg war. Kommen wir zum Wechseln. Das brauchst du: eine neue CR2032 Knopfzelle, am besten von einer Marke deines Vertrauens, und einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Schritt 1. PC komplett ausschalten und vom Strom trennen. Zieh den Netzstecker, das ist wichtig. Nicht nur den PC herunterfahren, sondern wirklich den Stecker ziehen. Drück dann noch den Einschaltknopf ein paar Mal oder halte ihn für 5 bis 10 Sekunden gedrückt. Somit wird auch noch der Reststrom aus den Kondensatoren vom Netzteil und vom Mainboard entladen. Schritt 2. Gehäuse öffnen. Je nach Gehäuse entfernst du die Seitentür meist mit 2 Rändelschrauben auf der Rückseite, oben und unten. Es kann auch sein, dass du hier den Kreuzschlitzschraubendreher brauchst. Du brauchst aber nur die linke Seite des Gehäuses zu öffnen, nicht beide. Schritt 3. CMOS-Batterie finden. Sie sitzt auf dem Mainboard und sieht aus wie eine große Uhrenbatterie. Silbern, rund, etwa 2 cm Durchmesser. Achtung, bei manchen Mainboards wird sie von der Grafikkarte oder anderen Komponenten verdeckt. Dann musst du die Grafikkarte vorsichtig ausbauen. Löse die Schrauben an der Slotblende, drücke die PCIe-Verriegelung und zieh sie gerade heraus. Schritt 4. Alte Batterie entnehmen. An der Halterung findest du einen kleinen seitlichen Clip aus Metall. Drück ihn vorsichtig zur Seite oder nach unten. Die Batterie springt dann meist von selbst heraus und lässt sich leicht entnehmen. Schritt 5. Neue Batterie einsetzen. Nimm die neue CR2032 und achte auf die Polung. Die beschriftete Seite mit dem Pluspol muss nach oben zeigen. Setze sie leicht schräg an und drück sie wieder in die Halterung, bis sie einrastet. Schritt 6. Grafikkarte wieder einbauen, falls du sie entfernen musstest. Schritt 7. Gehäuse schließen, Stromkabel anschließen, PC starten. Die ganze Aktion dauert selbst mit Grafikkartenausbau keine 15 Minuten. Nach dem ersten Start wirst du gefragt, ob du die BIOS-Einstellung neu konfigurieren möchtest. Das ist normal, denn die alten Werte sind mit der leeren Batterie verloren gegangen. Drücke Entfernen, F1 oder F2, um ins BIOS zu gelangen. Setze dort Datum und Uhrzeit, eventuell die Bootreihenfolge, falls sich diese natürlich verschoben hat, und Speichern mit F10. Neustart, fertig. Jetzt bleibt alles dauerhaft gespeichert. Noch ein wichtiger Sicherheitshinweis: Diese Anleitung ist natürlich für private Einzelrechner gedacht. Wenn du dir unsicher bist, lass den Wechsel von einer fachkundigen Person durchführen. Ich übernehme keine Verantwortung für eventuelle Schäden.
und entsorge die Batterie natürlich fachgerecht. Eine leere BIOS-Batterie sieht dramatisch aus, CMOS Checksum Error, falsche Uhrzeit, vergessene Einstellung, aber die Lösung kostet dich nur 2 € und eine Viertelstunde Arbeit. Wenn dir das Video geholfen hat, lass gerne einen Like da und abonniere den Kanal. Schreib mir in die Kommentare, ob du schon mal mit einer leeren BIOS-Batterie zu kämpfen hattest und welches Symptom bei dir aufgetreten ist. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.